Nu hast du das kalt und vielleicht mal dann bist du überrascht. Schon unter mit dir, startet du schon unter rein hier. Wie die Würstchenkette? Das kannte ich noch nicht. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und du hast vielleicht ein Problem. Du möchtest jemandem etwas schenken, du möchtest jemandem ein perfektes Werkzeuggeschenk machen, aber der hat schon alles. Was machst du denn dann? Der hat schon alle Maschinen, alles ist da. Oder du möchtest dich selbst beschenken, dann hast du vielleicht auch dasselbe Problem. Du möchtest dir vielleicht mal was Schönes gönnen. Du würdest sagen, naja, was richtig Cooles möchte ich für mein Werkzeug haben. Dann ist das hier genau das Richtige. Denn wenn du jemandem etwas schenken möchtest, der schon alles hat, dann wird er eines auf jeden Fall brauchen, und zwar Zubehör. Denn Zubehör verschleißt am Ende des Tages. Das heißt, selbst wenn er genau dieses Set schon haben sollte, irgendwann ist es weg und dann braucht er ein neues oder sie. Und deswegen gucken wir uns heute mal ein paar Zubehörsets an, die man wunderbar verschenken kann. Heute geht es also um Zubehör und welches Zubehör kannst du perfekt verschenken. Deswegen haben wir heute 10 Sets ja hier und das werden wir uns gleich mal anschauen. Aber erst einmal, in welchem Preisbereich sind wir denn? Denn auch wenn du etwas verschenkst, auch vielleicht für dich selber überlegst, in welchem Preis bin ich unterwegs? Hier sind wir zwischen 20 und 100 Euro mit dabei. Wenn du genau wissen möchtest, welches dieser Sets was kostet, unten in der Videobeschreibung alles verlinkt. Ansonsten GoTools sowieso alles und noch viel, viel, viel mehr. Schauen wir uns das Ganze aber mal an. Fangen wir beim Thema Oberfräsen an. Wir haben hier zwei verschiedene Oberfrässets, ein kleines und ein großes, wobei bei kleinen kann man hier schon nicht mehr von klein sprechen. Richtig viele Teile drin für 8 mm Aufnahmen. Zu beiden Sets bekommst du Folgendes dazu, nämlich ein Cuttermesser, das gehört einfach wirklich zum Set mit dazu, wenn du das Ganze kaufst. Das Coole an diesem Set ist, wir benutzen das andauernd selber und das ist richtig gut. Du kennst jemanden, der braucht ein Bitset und hat häufig mal einen kalten Kopf? Kein Problem. Hier bekommst du beides zusammen. Ein schönes Bitset von Bosch mit passender Mütze. Wir hatten bis jetzt die Oberfräse und den Akkuschrauber. Es gibt ja noch so viele andere Geräte, wie zum Beispiel die Säbelsäge. Da haben wir hier ein komplettes Set und zwar richtig viele Blätter drin. Das ist wunderbar eine Aufbewahrungsbox hier dabei für Metall und für Holz. Das gleiche haben wir hier auch nochmal für die Stichsäge. Da haben wir auch wieder Blätter für Metall und für Holz. Hier haben wir noch eine weitere Besonderheit und zwar haben wir hier ein Blatt für sehr kleine Radien mit dabei. Wunderbares Set zum Verschenken. Finde ich gut, auch um es dir gegebenenfalls selber zu verschenken oder zu schenken. Kommen wir weiter. Das Thema Multicutter. Da haben wir auch zwei verschiedene Sets und zwar auch ein kleines und ein großes. Und wenn ihr jemanden kennt, der einen Multicutter hat, der wird sich immer über so ein Set freuen. Denn die Blätter für Multicutter gehen durchaus auch mal häufiger hin, weil du ja wirklich im Grenzbereich häufig arbeitest. Dann hast du manchmal Metall und Holz und weißt gar nicht, was da so ist. Passiert alles. Ganz normal. Aber hier hast du ein kleines Set für kleineres Budget, ein großes Set für größeres Budget. Und ich sage dir, jedes Einzelteil hier draus kannst du wirklich richtig gut gebrauchen. Coole Sache. Kommen wir zum nächsten. Wenn du einen Winkelschleifer hast, gerade wenn du jemanden kennst oder du selber auch einen Winkelschleifer hast, und zwar den kleinen 76 mm, zum Beispiel von Bosch, das Ganze passt natürlich auch auf andere Winkelschleifer von anderen Herstellern, dann ist dieses Set richtig cool. Denn du bekommst Folgendes, Moment. Du bekommst hier jede Menge Zubehör. Ja? Einerseits das Ganze hier für Metall, aber hier auch für Multimaterial, für Holz mit Metall drin, also mit Nägeln zum Beispiel, oder hier auch für Stein oder für Fliesen. Und wenn du das Ganze verbraucht hast, hast du eine wunderbare kleine Aufbewahrungsbox, ja, wo du Kleinteile mit aufbewahren kannst. Coole Sache. Ja, also auch langfristig etwas, wo man etwas von hat. Als nächstes haben wir hier Bohren. Bohren. Jeder bohrt doch mal und Bohrer gehen manchmal, wenn man das falsche Material trifft, dann doch mal hin. Und hier haben wir wunderbare Bohrer, nämlich 7X Bohrer. Richtig gutes Zeug, Bosch Expert. Und hier ein ganzes Set, und zwar hier von 5 bis 12 mm, kann jeder gebrauchen. Ja, jeder und immer. Ich muss sagen, das Set ist richtig gut, wirklich. Und ein super Set habe ich noch zum Schluss, und zwar genau das hier. Hier haben wir ein quasi Hex-Set. Was Hex? Was ist denn hier los? Ganz einfach. Das, was du im Akkuschrauber häufig nutzt, ist die sogenannte Sechskantaufnahme, also eine Hexaufnahme. Und da haben wir hier Folgendes. Wir haben hier einmal Fliesenbohrer. Ganz ehrlich, jeder braucht irgendwann einen Fliesenbohrer. Wenn du irgendjemanden hast in einer Wohnung, ja, oder in einem Haus oder wo auch immer er wohnt, er wird ein Bad haben und irgendwann wird er etwas festmachen wollen, dann braucht er einen Fliesenbohrer wie die hier und die sind richtig gut, weil diese herkömmlichen Bohrer, die kommen nicht durch und die machen keinen Spaß. Mit denen hier, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, kommst du durch und kommst sogar durch Feinsteinzeug, wenn es sein muss. Das ist schon sehr cool. Akkuschrauber rein und los geht's.
Als nächstes haben wir Universalbohrer, ja, da muss ich mal gucken, von 4 bis 8 mm, der Standard, den man so braucht. Das Ganze auch für Akkuschrauber und das ist dafür da, um zur Not auch mal eine Fliese zu bohren, aber vor allem auch diverse andere Materialien, die du alle so zu Hause hast, wie zum Beispiel Fliesen, Stein, Holz, Metall. So, das sind so die Allrounder. Hast du hier einfach mit dabei. Und als letztes noch Flachfräsbohrer. Wenn es mal beim Holz etwas größer werden soll, hast du hiermit richtig Spaß. Ja? Und dazu bekommst du natürlich auch wieder diese Box. Wenn das alles verbraucht ist, hast du hier noch eine Box für deine Kleinteile, wenn das mal nichts ist. Also ich hoffe, für dich war jetzt einiges dabei. Und ich sage mal so, du schreibst mal unten in die Kommentare, welches Set du am liebsten verschenken würdest oder noch besser selbst geschenkt bekommen wollen würdest. In dem Sinne, ran ans Werkzeug oder ran ans Zubehör und bis zum nächsten Mal.